Wenn das Wort Gladiator fällt, tauchen bei vielen im Kopf Bilder von spannenden und blutigen Kämpfen in der Arena auf. Doch hinter diesen spektakulären Duellen verbarg sich mehr als nur die Begeisterung der Menge. Im antiken Rom dienten die Gladiatorenkämpfe nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als mächtiges politisches Instrument. Sie waren eine Bühne, auf der Kaiser und einflussreiche Bürger ihre Macht und Großzügigkeit zur Schau stellen konnten, indem sie Spiele organisierten, um die Herzen des Volkes zu gewinnen. Doch was verbarg sich hinter der schillernden Fassade dieser Feste? Im Schatten der Arena spielte sich eine wahre Tragödie ab. Die Gladiatoren, meist Sklaven, Leibeigene oder Kriegsgefangene, wurden ausgebildet, um für das Vergnügen anderer zu kämpfen und zu sterben. Ihr Leben wurde gering geschätzt, doch die Auswahl war äußerst hart. Das Einzige, was sie in ihren tödlichen Kämpfen erlangen konnten, war flüchtiger Ruhm. Die Gladiatorenkämpfe wurden zu einem Theater politischer Intrigen, in dem Leben und Tod sich mit der feurigen Leidenschaft der Menge und den Ambitionen der Herrscher vermischten. Doch welche weiteren erstaunlichen und mitunter schockierenden Aspekte des Lebens der alten Römer verbergen sich in der von Blut und Sand durchdrungenen Magie der Arena? Bereiten Sie sich auf eine neue Offenbarung vor, der Altar der Angst. Wenn man zum ersten Mal mit dem Begriff der römischen Opferungen konfrontiert wird, entstehen im Kopf Szenen, die man sich in der modernen Welt kaum vorstellen kann. Für die alten Römer besaß Blut eine besondere Magie, die in der Lage war, die Götter zu besänftigen und sogar das Schicksal der gesamten Gesellschaft zu bestimmen. Rituelle Tötungen waren nicht einfach nur ein Teil religiöser Bräuche. Es war eine Brücke zwischen der Welt der Sterblichen und dem Göttlichen. Opfergaben wurden zu Ehren verschiedener Götter dargebracht und waren meist ein obligatorischer Bestandteil der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse. Doch dahinter standen nicht nur Verehrung und Ehrfurcht vor dem Himmel, sondern auch Angst, vermischt mit der Hoffnung auf Schutz und Wohlergehen. Opfer waren nicht nur Tiere, sondern manchmal auch Menschen, die in besonderen Ritualen als Garantie für Wohlstand ausgewählt wurden. Düstere Zeremonien fanden vor den Augen der Öffentlichkeit statt und bewiesen allen, dass die Römer vor keinem Mittel zurückschreckten, um Harmonie und Wohlstand in ihrer Gesellschaft zu bewahren. Es ist schwer zu glauben, dass im Zentrum einer glänzenden Zivilisation, die ein Erbe für Jahrtausende hinterlassen hat, solch grausame Bräuche existierten. Und all das geschah zum vermeintlichen Schutz und Wohl des Volkes. Vielleicht liegen in diesen Ritualen die Geheimnisse der römischen Größe verborgen, eingetaucht in den Schatten harter Glaubensvorstellungen. Aber war das wirklich notwendig? Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel dieser schaurigen Geschichte aufzuschlagen. Das Fest des Wahnsinns. In einer Welt voller Luxus und Überfluss waren die kaiserlichen Bankette im antiken Rom der Inbegriff von Reichtum und Macht. Es ist kaum vorstellbar, wie viele Speisen und Getränke bei diesen unvorstellbar dekadenten Festgelagen aufgetragen wurden. Diese Ereignisse erinnerten eher an Ausstellungen der Maßlosigkeit, bei denen alle denkbaren und undenkbaren Genüsse offen zur Schau gestellt wurden. Völlerei und Ausschweifung bei solchen Festgelagen überschritten alle Grenzen des Anstands und zeigten, dass für die Elite keine Regeln oder Verbote galten. Die Kaiser veranstalteten Festmähler, bei denen exotische Gerichte aus allen Ecken des Imperiums auftraten, von gebratenem Pfau bis hin zu einem in Silber gewickelten Spanferkel. Zu den angesagten Vergnügungen gehörten nicht nur Musik und Tanz, sondern auch äußerst ausschweifende Spiele, die oft in völlig unanständiger Weise endeten. Diese Festmähler zeigten nicht nur Reichtum, sondern auch die Fähigkeit des Kaisers, eine Atmosphäre zu schaffen, in der alles erlaubt war. Währenddessen konnten die einfachen Leute nur ahnen und sich heimlich über die unglaublichen Streiche ihrer Herrscher austauschen, was Neid und Bewunderung, aber auch Empörung hervorrief. Wer hätte sich vorstellen können, wie viele Intrigen und Verschwörungen gerade an diesen Tischen entstanden, wo jedes Wort den Lauf der Geschichte verändern konnte? Halten Sie sich fest, denn es erwartet Sie noch ein größerer Schock, verborgene Schwüre, die unter dem Einfluss von Leidenschaften und Ambitionen abgelegt wurden. Die Seele für die Ewigkeit. Auf den Seiten der römischen Geschichte gibt es ein besonderes Kapitel, das dem Schwur der Ewigkeit gewidmet ist, der die Seelen und Gedanken römischer Soldaten und Beamten stärker verband als jedes Gesetz. Dieser Schwur war nicht einfach ein formales Versprechen. Er hatte eine solche Tiefe, dass er Menschen zu Taten trieb, die wir heute als monströs betrachten würden. Jeder, der einen solchen Schwur ablegte, wurde automatisch Teil eines mächtigen inneren Netzwerks Roms, durch Ehrenbande an den Dienst für das Imperium um jeden Preis gebunden. Solche Gelübde verbanden sie bis zum Lebensende. Sie befolgten jeden Befehl, selbst wenn dies bedeutete, grausame Handlungen gegen ihre eigenen Bürger oder andere Völker zu begehen. Oft bedeutete dies, an der Niederschlagung von Aufständen oder an der Vernichtung ganzer Siedlungen teilzunehmen. Für viele Römer bedeutete ein solcher Schwur den Verlust der persönlichen Freiheit, aber er garantierte ihnen etwas Größeres: die Sicherheit der Familie, beruflichen Aufstieg und Zuversicht für die Zukunft. Doch was den Schwur der Ewigkeit so unheilvoll machte, war seine Fähigkeit, jede Persönlichkeit zu verwandeln, unabhängig von ihren moralischen Prinzipien und ethischen Überzeugungen. Eine solche Loyalität war wie ein zweischneidiges Schwert und mit ihr kam etwas noch furchterregenderes: die Arena des Schreckens.
Majestätische und exotische Tiere wurden zu einem festen Bestandteil der römischen Arena und verliehen den Gladiatorenspielen ein Element wilden Entzückens und Schreckens. Diese Tiere, die aus fernen Ländern herbeigeschafft wurden, symbolisierten die Macht und die unglaublichen Möglichkeiten des römischen Reiches. Löwen, Tiger, Bären und sogar Nashörner zogen gegen ihren Willen in den Kampf, um Teil blutiger Spektakel zu werden, die die Massen zugleich blendeten und erschreckten. Die Tiere wurden nicht nur zur Unterhaltung eingesetzt, sondern auch für abschreckende Strafen, bei denen Verbrecher ihnen zum Fraß vorgeworfen wurden, um die Gerechtigkeit des Imperiums zu demonstrieren. Allerdings kamen die Zuschauer nicht nur wegen der Hinrichtungen. Es waren wahre Spektakel, bei denen Raubtiere zu Schauspielern in einem tödlichen Drama wurden und die von Menschen vorgeschriebenen Rollen spielten. Solche Shows blieben den Zuschauern viele Jahre im Gedächtnis und wurden zu Legenden, die am heimischen Herd weitererzählt wurden. Doch nicht alle waren von dem Gesehenen beeindruckt. Hinter den Kulissen der Arena-Magie stellte sich die Frage, wie weit ist die Gesellschaft bereit zu gehen, um ihren Bedarf an Spektakel zu befriedigen? Der wahre Schrecken dieser Schauspiele wird erst dann offenbar, wenn man erkennt, welch politisches Manipulationsinstrument sie ebenfalls waren. Denn hinter dem nächsten Vorhang verbergen sich dunkle Intrigen, in die das Leben des Kaisers selbst verwickelt ist. Gift zum dreifachen Preis. In einer Epoche, in der Politik eher einem Schlachtfeld glich, ließ die römische Elite nichts unversucht und griff zu Methoden, die ihnen unfehlbar helfen sollten, an der Spitze zu bleiben. Eine dieser Methoden, die schon bei ihrer bloßen Erwähnung eine Bedrohung darstellte, war die Kunst des Giftmischens. Dieser schlangenartige Stil der gnadenlosen Politik wurde zu einem eigenen Kapitel im Machtsystem und diente als Waffe, die sowohl von Männern als auch von Frauen eingesetzt wurde. Gifte wurden nicht nur zum Instrument der Beseitigung von Konkurrenten, sondern auch zu einem Teil des alltäglichen Spiels der herrschenden Kaste. Das Wissen über Gifte wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und einige der ehrgeizigsten Teilnehmerinnen der politischen Bühne hielten dieses Wissen sogar streng geheim, um es in ihre eigenen Pläne einzubinden. Jedes Festmahl, jedes Glas Wein konnte das letzte für diejenigen sein, die sich der Gefahr nicht bewusst waren. Vergiftungen wurden für diejenigen, die Macht besaßen, oft zu einem rätselhaften Zeitvertreib und für ihre Opfer zu einem wahren Albtraum. Erfahrene Giftmischer gehörten zu den Favoriten in den laufenden Inszenierungen der höfischen Intrigen. Deshalb war es nach wie vor von größter Bedeutung, über die Zuverlässigkeit seines Umfelds Bescheid zu wissen, um zumindest ein wenig für die eigene Sicherheit zu sorgen. Doch wenn die Intrigen ein solches Ausmaß annehmen, kann jeder Schritt tödlich enden. Erinnern wir uns daran, dass das nächste Geständnis eine noch tiefgründigere und verderblichere Seite des römischen Lebens offenbaren wird, die mit Vergnügungen und Leidenschaften verknüpft ist, welche das Rad der Geschichte antrieben. Karneval der Dunkelheit. Im Herzen des antiken Roms, wenn die Sonne sich dem Untergang neigte, erwachten die Straßen zu einer besonderen Atmosphäre des bevorstehenden Festes. Die Straßenfeste zeichneten sich durch ihre Ausgelassenheit und Zügellosigkeit aus, als ob alle Normen zivilisierten Verhaltens mit Füßen getreten worden wären. Hier herrschten Wein, Lieder und ungezügelte Tänze, die für diejenigen, die an so freizügige Vergnügungen nicht gewöhnt waren, erstaunlich anzusehen waren. Die Römer, berühmt für ihre Liebe zum Vergnügen, konnten sich auf diesen Festen erlauben, ganz sie selbst zu sein und die Last alltäglicher Strenge und gesellschaftlicher Konventionen von ihren Schultern abzuwerfen. Die zentralen Plätze verwandelten sich in eine Arena für Straßenkünstler, Tänzer, Musiker und Gaukler, die als Katalysator für allgemeine Freude und Jubel dienten. Es war schwer, sich diesem wirbelnden, chaotischen Treiben zu entziehen, in dem die Grenzen zwischen Mitbürgern und Fremden, Reichen und Armen verschwammen. Doch hinter der Fassade des Glücks verbargen sich auch dunkle Seiten. Der Verlust des moralischen Kompasses, viele gaben sich sündigen Vergnügungen hin und verwandelten die Feste in Bühnen unmoralischer Handlungen. Die Ausschweifungen, die dieses Format zuließ, konnten jeden Teilnehmer beeinflussen. Die Gesichter veränderten sich unter dem erfrischenden Einfluss der Nacht und durch die Fröhlichkeit traten verborgene Leidenschaften und versteckte Streitigkeiten zutage. Doch dies war nur ein Mosaikstein im Leben, das das antike Rom führte. Noch geheimnisvollere und schockierendere Geschichten erwarten uns, die Geheimnisse verbergen, die sich um verborgene Annahmen und Rituale ranken, welche die dunkelsten Seiten der menschlichen Natur hervorriefen. Die Rituale der 7 Siegel. Unter dem Schleier der tiefen Nacht ereigneten sich im antiken Rom Geschehnisse, von denen nur Eingeweihte wussten. Untergrundkulte und Orgien florierten in einer Welt voller Geheimnisse und dunkler Leidenschaften, fernab vom Blick des Alltagslebens. Diese Gruppen versammelten sich, um Rituale durchzuführen, die jeden Außenstehenden schockiert hätten. Die geheimen Zusammenkünfte beflügelten nicht nur die Fantasie, sondern erstaunten auch dadurch, wie sehr die Kraft kollektiver Normen das Verständnis des Erlaubten verändern konnte. Im Mittelpunkt dieser Rituale standen Fruchtbarkeitskulte, deren religiöse Zeremonien wahre Ehrfurcht hervorriefen. Viele Teilnehmer glaubten, dass sie durch solche Rituale Zugang zu höheren mystischen Wahrheiten erlangen könnten, die sie mit göttlichen Kräften verbanden. Rituelle Orgien waren als Brücken zwischen dem Physischen und dem Spirituellen gedacht und setzten die Teilnehmer extremen Erfahrungen aus.
Diese Ereignisse hatten einen erheblichen Einfluss auf die gesellschaftlichen Strukturen und riefen von Zeit zu Zeit Besorgnis bei den Behörden hervor. Die Gesellschaft trug die Last solcher Praktiken als geheimes Erbe und fand ihnen einen Platz in den Annalen der Geschichte, indem sie politische und wirtschaftliche Veränderungen beeinflussten. Die Angst vor dem Unbekannten, dem anderen, spielte zweifellos denen in die Hände, die Macht besaßen. Doch was genau veranlasste die Römer dazu, solch außergewöhnliche Wege zu suchen, um ihre inneren Fragen zu beantworten? Das Schicksal dieser Kulte blieb weiterhin eine der rätselhaftesten Seiten der römischen Geschichte, bereit, ihre Geheimnisse hinter 7 Siegeln zu verbergen. Die wichtige und bedeutende Rolle, die sie spielten, wird durch weitere Beispiele noch unterstrichen, in denen die bereits vertraute Welt der geheimnisvollen Flüche und der Rache mit einem Leben am Abgrund verflochten ist, die Worte eines Mörders. In den Tiefen der antiken römischen Kultur verbarg sich eine Praxis, die das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es ist der Fluch. Die Römer glaubten, dass Worte, die in bestimmte Rituale eingebettet waren, eine wahrhaft zerstörerische Kraft besitzen konnten. Flüche waren nicht nur eine Form der persönlichen Rache, sondern auch ein Instrument, das zur Lösung von Konflikten eingesetzt wurde, wenn gewöhnliche Methoden machtlos waren. Oft wurden sie auf Bleitafeln niedergeschrieben und gegen Feinde in Liebe, Glück oder Reichtum gerichtet, in der Hoffnung, dass die Gottheiten antworten und das Schicksal des Verfluchten beeinflussen würden. Diese Fluchttafeln wurden in die Erde vergraben oder in heilige Quellen geworfen und enthielten oft so rätselhafte Inschriften, dass es modernen Wissenschaftlern schwerfällt, ihren wahren Sinn zu entschlüsseln. In der magischen Welt der Römer hatte jedes Detail, von der Tageszeit bis zur Verwendung bestimmter Gegenstände, eine Bedeutung und konnte den Zauber verstärken. Die Flüche betrafen alle Lebensbereiche, von alltäglichen Konflikten bis hin zu politischen Intrigen. Dabei war das wichtigste Ziel, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch zu schaden. Trotz der Dunkelheit, die das Thema der Flüche umgab, verspürte das römische Volk eine magnetische Anziehungskraft zu deren Macht. Oft wurden sie in Momenten der Verzweiflung eingesetzt und verkörperten die Hoffnung auf Vergeltung, Gerechtigkeit oder einfach einen Schrei der Seele ins Leere. Doch wohin kann ein solch wahnsinniges Spiel mit dem Übernatürlichen führen, wenn die Folgen solcher Handlungen schwer vorherzusagen sind? Nicht weniger unheimliche Traditionen verbergen sich in den römischen Ansätzen zur Gerechtigkeit, bei denen jeden eine Strafe nach einem eigenen harten und erbarmungslosen Szenario erwartet. Bereiten Sie sich auf einen Einblick in die düsteren Traditionen von Exekutionen und Hinrichtungen vor, die ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Welt waren. Die Gerechtigkeit des Henkers. Wenn es um Strafen ging, kannte das antike Rom keine Gnade. Exekutionen und öffentliche Hinrichtungen dienten als eine Art Theater der Angst und Unterdrückung. Jeder, der es wagte, die Ordnung herauszufordern oder die Machtverhältnisse zu bedrohen, lief Gefahr, Teil dieses unheimlichen Schauspiels zu werden. Die Arten der Strafen reichten von einfach und schmerzhaft bis hin zu unaussprechlich grausam und zeigten die Brutalität, mit der der menschliche Wille zur Disziplin durchgesetzt werden konnte. Eine der bekanntesten Methoden war die Kreuzigung. Ein langsamer und qualvoller Prozess, der durch die öffentliche Verurteilung noch verschärft wurde. Die Todesstrafe wurde nicht nur zu einem Akt der Gerechtigkeit, sondern auch zu einer Lektion für alle, die Zeugen des Geschehens wurden. Nicht weniger verbreitet waren Erwürgen, Steinigung und sogar Ertränken. Diese Methoden variierten je nach Schwere des Vergehens und der Persönlichkeit des Verurteilten. Oft fanden solche Hinrichtungen auf Plätzen und Foren statt, wo die Zitadelle der römischen Macht ihre harte Seite zeigte. Denn ein offensichtliches Beispiel war für alle Bewohner des Imperiums die beste Erinnerung daran, wie schmal der Grat zwischen dem Alltagsleben und der ungebändigten Macht des Gesetzes war. Doch wie war es, Zeuge dieser eindrucksvollen, aber schrecklichen Spektakel zu sein? Diese Zweifel warfen immer wieder die Frage auf, wie weit Rom in seinem Bestreben gehen konnte, jeden Untertanen zu kontrollieren. Hinter den Kulissen dieser öffentlichen Dramen wuchs die Unzufriedenheit, bereit, sich zu unbekannter Zeit zu regen und sich in anderen Formen des Widerstands zu äußern, die in diesem großen Staat existierten. Am Horizont zeichneten sich bereits unheimliche Bräuche ab, die mit Massenritualen und Opfergaben verbunden waren. Die große Reinigung. Im Herzen der antiken römischen Kultur existierte eine Praxis, die in ihrem Ausmaß und ihrer Grausamkeit erstaunlich war. Die Tradition der jährlichen Reinigung durch das massenhafte Töten von Tieren. Dieses Ritual war nicht einfach nur eine Geste der Verehrung gegenüber Göttern oder alten Geistern, sondern stellte den Versuch dar, die Gesellschaft zu erneuern und von allem Negativen und Bösen zu reinigen, das sich im Laufe des Jahres angesammelt haben könnte. Stellen Sie sich ein Stadion oder einen offenen Platz vor, auf dem Hunderte von Tieren auf ihr Schicksal warteten, um Teil eines Rituals zu werden, dessen vorrangiges Ziel die Besänftigung der Geister war. Der Ablauf des Rituals selbst war sorgfältig organisiert. Die Tiere wurden aus allen Ecken des Imperiums zusammengebracht. Jede Tierart symbolisierte verschiedene Aspekte des römischen Lebens, von Fruchtbarkeit bis hin zu kriegerischer Tapferkeit. Die Priester führten die Zeremonien sorgfältig durch, beginnend mit der Reinigung der Teilnehmer bis hin zum abschließenden Akt der Opferung.
In diesem Schauspiel war kein Platz für Mitleid und sogar Kinder wurden in den Prozess einbezogen, indem sie schon von klein auf in der Kunst der Opferbereitschaft unterwiesen wurden. Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir nicht ignorieren können, den politischen. Viele Kaiser betrachteten diese Rituale als eine Möglichkeit, ihre Macht zu festigen, indem sie als Teil eines umfassenderen Herrschaftsprogramms präsentierten, das Sicherheit und Stabilität versprach. Doch hinter diesem Schleier verbarg sich etwas Dunkleres, ein leichtes Spiel mit den Ritualen, das dazu diente, die Menge zu kontrollieren und zu manipulieren. So seltsam es auch erscheinen mag, schuf diese geheimnisvolle Praxis, die so weit entfernt von unserem heutigen Verständnis von Moral und Ethik ist, ein Gefühl der Gemeinschaft und diente als Bindeglied zwischen Mensch und Göttlichem. Ob man diese Traditionen nun anerkannte oder ablehnte, blieb die römische Gesellschaft dennoch Gefangene ihrer eigenen Überzeugungen. Und vielleicht war es genau dieser Kreislauf aus Glauben und Leben in Angst vor Sitten und Schicksal, der in noch weitaus grausameren Formen fortbestand und menschliche Opfer betraf. Das Menschenopfer. Die seltenen Fälle von Menschenopfern in der römischen Geschichte jagen einem zweifellos einen eiskalten Schauer über den Rücken. Das antike Rom konnte sich trotz seines kulturellen und technischen Fortschritts nicht vollständig von den Vorstellungen primitiverer Kulturen lösen, die an die Macht des Menschenopfers glaubten. Solche Praktiken, auch wenn sie selten vorkamen, blieben Teil der römischen religiösen Rituale, insbesondere in Krisenzeiten, wenn verstärkte Angstgefühle zu extremen Maßnahmen zwangen. Nicht selten wurden diese Opfer zu einer Art Tauschware zwischen den Römern und ihrem Götterpantheon. Eine der bekanntesten Geschichten über Menschenopfer ist das Ereignis aus dem Jahr 216 v. Chr. Nach der katastrophalen Niederlage bei Cannae. In einer Reihe von Misserfolgen sahen die Römer den Zorn der Götter und um diesen zu besänftigen, wurden lebende Menschen geopfert. Diese Rituale, so pragmatisch sie auch waren, zeigten, wie sehr die Römer Glauben und Politik miteinander vermischten. Solche Bräuche wurden natürlich nicht vorbehaltlos akzeptiert. Innerhalb der Gesellschaft selbst begannen Debatten über die Richtigkeit solcher Handlungen, was schließlich zu ihrem nahezu vollständigen Tabu führte. Dennoch kehrten diese Rituale manchmal aus dem Dunkel der Vergangenheit zurück und unterstrichen die Dunkelheit und Verzweiflung der Zeiten, in denen sie durchgeführt wurden. Seltsamerweise erinnern uns selbst nach Jahrhunderten solche unheimlichen Geschichten weiterhin daran, wozu die Menschheit im Namen des Überlebens fähig ist und was sie im ewigen Streben, das Unsichtbare zu besänftigen, zu erreichen bereit ist. Die Gegenwart kann nur über einen anderen Schatten spekulieren, der sich in der Ecke der römischen Geschichte verbirgt und unbeantwortete Fragen